Willkommen bei meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch einmal ein Porträt in Aquarell malen. Porträtmalerei ist nicht leicht, aber ich möchte es relativ einfach erklären. Ihr müsst zuerst ein Porträt mit einem Aquarellstift aufs Papier zeichnen, aufs Aquarellpapier. Und ich male jetzt hier eigentlich nur mit 3 Farben. Ihr habt gesehen, ich befeuchte mal an gewissen Stellen das Papier und dann trage ich ganz vorsichtig mit einer Spachtel Flashpigmente auf. Ganz vorsichtig. Die blühen dann so richtig aus im Wasser. Man muss ein bisschen warten, das ist auf Zeit versetzt. Ihr seht ganz wenig. Wenn es zu viel Farbe ist, gibt es zu starke, intensive Flecken. Aber so in dieser Form passt es sehr gut. Ihr seht, unten ist sehr viel Wasser und da blutet das natürlich viel mehr aus, was allerdings nicht stört. Das heißt, überall dort, wo ich jetzt angefeuchtet habe, beginnt das Flashpigment zu arbeiten. Und dann arbeite ich mit einer dunklen Farbe, und zwar den granulierenden Farben Schwarz Galaxy. Das ist so ein schwarzer, leicht violetter Ton. Arbeite ich jetzt noch die Dunkelheiten mit einem Pinsel von Da Vinci Nummer 4 heraus. Ich lasse hier ganz bewusst einige Stellen weiß. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr nicht alles anmalt, sonst ist der Effekt des Aquarells kaputt. Als dritte Farbe verwende ich Neapelgelb, rötlich von Schminke. Das ist ein Hautton, den ich dann ins Gesicht malen werde. Ihr könnt mir jetzt hier genau zuschauen, wie ich das Gesicht male. Ich male jetzt nicht das ganze Gesicht mit der Farbe aus, sondern achte auf Highlights und Lichtpunkte. Ihr müsst euch halt dann genauso dran halten, dann wird das Aquarell super gelingen. Am besten ihr nehmt euch zum Abzeichnen für das Gesicht irgendeine Vorlage. Hier spare ich die Augen aus und male mal die Wangen mit diesem leichten Neapel-Gelb-Rötlich mit einer Mischung von diesem Schwarz, damit es ein bisschen stumpfer wird und nicht zu rosig. Ich male hier gleich nass in nass etwas Schatten hinein mit diesem Schwarz, auch an der Halspartie. Das heißt, die eine Seite wird dunkler und die andere heller. Und hier ganz wichtig, mache ich den Kontrast. Dort, wo das Gesicht ganz hell ist, wird der Hintergrund sehr dunkel. Wenn ihr das alles beachtet, dann ist das Ergebnis sicher wunderbar. Wichtig ist, dass ich sehr zügig arbeite, nass in nass, damit die Farben schön verrinnen. Das heißt, das Video ist fast in Echtzeit, ein bisschen schneller, aber fast in Echtzeit gezeigt. Hier arbeite ich noch den Hintergrund aus. So, und jetzt beginne ich schon mit den Augen. Ganz wichtig sind die Pupillen und wie ihr seht, ich lasse gleich die Highlights weiß. Falls euch das nicht gelingt, könnt ihr dann mit Aufsetzweiß noch Lichtpunkte erzeugen. Aber alles, was im Aquarell
weiß gelassen wird, ist natürlich viel strahlender und viel intensiver. Hier müsst ihr schon etwas Acht geben. Arbeitet vielleicht mit noch einem dünneren Pinsel. Der ist schon relativ dick für diese kleine Feinheit, aber wenn man geübt ist, dann spielt das keine Rolle. Und ihr seht, ich arbeite die Dunkelheit nur mit diesem Schwarz heraus. Jetzt noch die Nase und beim Mund die Dunkelheit. Ganz vorsichtig und behutsam. Hier wieder im Hintergrund etwas dunkel. Wenn die Farbe trocknet, wird sie immer heller. Darum arbeite ich dann nach dem Trocknen noch etwas nach, damit der Kontrast wieder besser herauskommt. Wichtig sind die Augenbrauen, dass sie dunkel gemacht werden. Die Pupille gehört ganz dunkel mit diesem Highlight. Und beim Mund in der Mitte, das sollte auch dunkel sein. Unten ein paar Lichtpunkte bei der Lippe sind wichtig. Wie gesagt, wenn ihr das genauso nachmalt und darauf achtet, dass ihr das Weiß an den richtigen Stellen weiß lasst, dann wird euch das Porträt sicher gut gelingen. Ich finde, es schaut jetzt schon gut aus. Man könnte es schon so lassen, aber ihr werdet sehen, ich versuche noch einige Schattierungen hier bei der Nase. Das ist ein gefährlicher Punkt. Hier kann es dann oft schief gehen. Hier noch etwas Schatten reinzubringen. Jetzt arbeite ich mit ganz wenig Farbe, eher trocken. Der Untergrund ist nämlich schon trocken, darum muss ich schauen, dass sich das jetzt sehr harmonisch einfügt. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es bitte in den Kommentar. Materialliste steht dann auch in der Beschreibung. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen. Bis zum nächsten Mal.